Es war mal wieder einer dieser Morgen, an denen wir uns nach viel zu kurzer Nacht morgens um 6 auf die erste Fähre wartend im Hamburger Hafen wiederfanden. Fragen wir uns immer wieder, warum eigentlich tun wir uns diese kurzen Nächte an? Doch diese Frage beantworte ich relativ schnell selbst, denn wir werden dann mit diesem wunderschönen Ausblick auf den Hafen bei Sonnenaufgang belohnt. Wir hatten heute eine Runde in der Fischbeker Heide und Teilen der Harburger Berge geplant. Doch zunächst einmal ging es kilometerweit auf komplett leeren Straßen Richtung Fischbeker Heide durch Hamburg-Waltershof. Meine Freude war groß, als wir endlich die Heide erreichten. Wir wollten uns den Sonnenaufgang anschauen, aber vorher musste ich eine lang ersehnte Pinkelpause machen. Moinsen. Moin. Wir sind hier morgens um, keine Ahnung wie spät es ist, 7 Uhr? Oh, 8:30 schon. 8:30. In der Fischbeker Heide, das ist ein Naturschutzgebiet auf der anderen Elbseite. Das ist für uns immer so eine, ja, sind wir nicht so häufig, obwohl es eigentlich super schön ist, aber es ist immer mit der Fähre rüber und so haben wir selten Bock drauf. Aber heute haben wir mal wieder gedacht, es lohnt sich. Und wir nehmen euch ein bisschen mit auf eine Tour, Fischbeker Heide, ein kleines bisschen Harburger Berge, so diesen Quatsch. Ich wollte jetzt gerade sagen Heidschnuckenweg, aber ich glaube Heidschnuckenweg ist falsch. Jana hat die Tour geplant, ich habe keine Ahnung, wo wir sind, eigentlich ehrlich gesagt. Stur lächeln und winken. Zwar habe ich die Strecke geplant, aber diese sandigen Wege habe ich mir so eigentlich nicht vorgestellt. Ein paar Wurzeln hätte ich tatsächlich bevorzugt. Und so ging es dann im Schneckentempo den kleinen Hügel hinauf. Diese ganzen kleinen, verwurzelten Single-Trails auf der Fischbeker Heide machen echt viel Spaß. Es sei denn, es geht mal wieder leicht bergauf. Denn egal wie steil es sein mag, etwas zu viel Gewicht auf den Rippen ist so ein Anstieg ganz schön ätzend und anstrengend und macht kaum Spaß. Aber es hilft ja auch alles nichts und so wird's halt geschoben. Ich hingegen finde ja, dass so mancher Anstieg auch eine kleine Herausforderung ist. Und dann wird's einfach gemacht. Ist richtig, aber wenn man mitten am Berg stecken bleibt, ist Anfahren echt kein Ding. Wir sind hier gerade auf dem Segelfluggelände in der Fischbeker Heide. Gerade eben fliegt hier nichts. Also ich habe noch nichts gesehen. Noch zu früh. Ja, Oder Ostern. Bald in Ostern nicht unterwegs, man weiß nicht so genau. Nachdem Jana vorhin die ganze Zeit gemeckert hat, dass sie so eiskalte Füße hat, weil sie keine dicken Socken angezogen hat. Warum auch immer. Weil es war nämlich heute morgens losgefahren sind, waren es so 4 Grad, 3 Grad. 2, 3 Grad, 4 Grad, irgendwie sowas. 0. Genau, und jetzt langsam kommt die Sonne und es wird schön. Aber es ist ja auch schon bald Mittag gefühlt. Und Aber jetzt endlich nicht mehr so viel frieren. ja, im Hintergrund die Heide ist so ein bisschen trostlos noch, weil das halt irgendwie noch nichts blüht. Aber vielleicht nehmen wir euch im Sommer nochmal mit dahin, wenn das ein bisschen schöner ist. Vom Segelfluggelände aus wurde das Ganze sehr flowig, bergauf, bergab und hat wirklich viel Spaß gemacht. Wir haben Trails gefahren, die wir so noch nicht gefahren waren. Und wahrscheinlich fühlten wir uns dabei sehr schnell, auch wenn wir das nicht wirklich waren. Aber gebockt hat's definitiv. Na, wie fandst du den Trail? Mega. Zum ersten Mal auf dem anderen Rad. Das war ganz cool, oder? Ja, auch ein bisschen ungewohnt mit den Rädern, aber mega Trail, mega schöne Aussicht, mega schön runtergerollt.
Ich fand halt, dass ich mit dem, wie gesagt, vielleicht mit dem alten Rad war ich noch ein bisschen sicherer, aber die kleinen Räder und die breiten Reifen machen da schon Bock. Und jetzt kommt gleich der nächste schöne Weg. Das bergauf finde ich scheiße, aber ich kann so langsam verstehen, warum Mountainbiker Mountainbiken cool finden. Also nicht so Downhill, aber so Enduro, Cross Country finde ich, kann ich verstehen, warum man das macht. Und wahrscheinlich also auf so fetten Schlappen hier so rumeiern. Wir sind wahrscheinlich noch voll im Schneckentempo da runtergeeiert. Wir sind super lahmarschig auf jeden Fall gewesen. Super. Aber ja, vorsichtig auf jeden Fall, aber Spaß jetzt gemacht. richtig gut. Also richtig gut. Richtig schön hier jetzt, auch mit der Sonne. Gut, jetzt, wie man in Berlin sagt, weiter huschen. Weiter geht's. Hier war das einfach machen leider nicht so erfolgreich. Und der laubbedeckte Boden zwang uns dann zum Schieben. So, und das wäre nicht eine unserer Fahrten, gäbe es nicht eine Menge Snackpausen. Denn wer uns kennt, weiß, vor allem Jana hat immer Hunger. Das ist ganz Delikates hier. Was ganz Delikates hier, was steht denn hier? Delikatessen wollte ich sagen. Was ganz Delikates. Ja, vegane Wurst. Schönes Seitanbürstchen. Gesättigt ging es dann nach der Snackpause weiter. Richtung Schwarze Berge. Das Ganze war leicht abfällig und man kam schon ein ganz gutes Tempo drauf. Wären da nicht die Osterspaziergänger und unsere vielleicht noch etwas unsichere Haltung auf den neuen Bikes gewesen. Denn sonst hätten wir sicherlich noch einiges an Tempo dazugeben können. Aber für den Anfang war das schon ziemlich cool. Also, der Bahoo sagt, falsch gefahren. Falsch, aber war schön. Ja. Wir sind gerade mit 35 oder wie schnell waren wir? Ich weiß nicht, auf jeden Fall den Schotter runtergerast. Wow, mit 37, wow, Jana, richtig schnell. Nachdem, was wir heute schon so gefahren sind. Ja. Nee, es war eine richtig geile Abfahrt und naja, kennt ihr das, wenn du eine Abfahrt ballerst? Wir ballern ja sowieso nie, wir sind hier look pro, go slow. Aber du plötzlich vergisst auf den Bahoo zu gucken und bist irgendwie völlig falsch und dann musst du den scheiß Berg wieder hoch. Dafür hat das Berg runterfahren Spaß gemacht. Okay. Auf den kommenden Single Trails ging es natürlich wieder bergauf. Und manchmal landet man auch an Punkten, wo plötzlich ein Schild sagt, dass es da nicht weitergeht. Ich habe keine Karte mehr. Jetzt ist der Weg eigentlich eingezeichnet. Und so stand mal wieder einer der von uns viel geliebten Heike Bikes an. Richtig toll. Kennt ihr das? Wenn ihr neue Laufräder habt mit einer neuen Narbe und das neue Geräusch klingt sehr anders, mehr wie ein Bienenschwarm, jedenfalls nicht mehr so aggressiv und laut wie vorher, was Jana ziemlich freut. Die Harburger Berge sind Hamburgs Mountainbike-Paradies, wenn man das so nennen mag. Vielleicht kann man besser sagen, die einzige Möglichkeit, hier überhaupt Mountainbike zu fahren. Jedenfalls hat uns Komoot irgendwie zum Ende eines kleinen Downhill-Abschnitts geschickt. Und uns war relativ schnell klar, wir werden da mit den Bikes nicht hochkommen. Und hochschieben ist zu gefährlich, weil wenn jemand runterkommt, sieht er uns nicht. Und so ist es gefährlich für uns alle. Also umdrehen und nochmal von vorn. Ah. Hier ist schon mal zu. Da ist zu. Ich hab gedacht, vielleicht ist der auf. Ah, aber hier kann man reingucken. Was haben wir denn? Der Munitionsbunker. Irgendwas mit Kuhbunker, ne? Ja gut, das ist dein Vater berufsbereit? Das wäre ja wohl gelacht, wenn wir da nicht Licht reinkriegen. Okay.
Ja. Ist halt, Zu dunkel? nö, ist halt einfach nur kaputtes Geröll drin. Sollte ja eigentlich auch zu sein hier. Nichts so Spannendes, doch? Warte, ich schau mal eben gucken, wie das hier hieß. Erzähl mal, irgendwas über diesen Bunker hier? Ja. Gut trifft. Gut hilft. Ich habe ein Wort. Munitionsbunker. Aha. Mehr kann ich nicht dazu erzählen. Mehr steht Gucken hier wir uns mal zu Hause an, vielleicht können wir was drüber erzählen. nicht. Vielleicht gibt es da eine spannende Geschichte. Schauen wir mal. Die gibt es nicht, beziehungsweise haben wir sie nicht gefunden. Ist einfach ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Nach und nach ging es dann auch über Moorburg durch den Hamburger Hafen zurück nach Hause. Wir fuhren langsam Richtung Alpen-Elbtunnel, um dort die Elbe zu unterqueren. Es ist immer etwas Besonderes, durch diesen 100 Jahre alten und 500 Meter langen Tunnel zu fahren, der einfach mal unterm Fluss lang geht und du weißt, über dir sind gerade riesige Containerschiffe. Und mit dir sind da einfach mal auch viele Touristen. Es war halt Ostern. Und so ist die Geschichte auch schon zu Ende für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch ein Like da oder einen Kommentar. Und wenn ihr mögt, abonniert den Kanal, denn wir werden noch in Zukunft weitere Videos haben und vielleicht auch dann ohne nerviges Wahoo-Gepiepe. Bis dann!